Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und heute ist was ganz Besonderes. Heute ist World Quality Day. Ich glaube, der wird so seit 2008 gefeiert. Mittlerweile ist es ja zur World Quality Week angewachsen. Wie dem auch sei, wir nutzen einfach diese Woche, um Qualität so richtig mal abzufeiern. Dafür gibt es auch jede Woche eine Folge. Ihr habt jetzt schon ein paar hinter euch. Morgen kommt dann noch eine. Und heute zum World Quality Day, da will ich euch mal mit ein paar Gedanken von mir beglücken. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Podcast, und das habt ihr, weil ihr seid kritische Tester und Testerinnen, ihr seid Critical Minds sozusagen, dann haut mal raus euer Feedback, schreibt es in die Kommentare auf LinkedIn, auf YouTube, gebt eine Bewertung ab bei Apple oder Spotify oder wenn ihr euch das alles nicht traut, dann schreibt mir doch einfach an podcast@software-testing.fm und schreibt mir, was euch gefällt an dem Podcast, was euch nicht so gut gefällt, was ihr gerne anders hättet, welche Themen ihr gerne hättet, welche Speaker oder was auch immer ihr gerne auch anders hättet. Nur so kann ich den Podcast auch an eure Bedürfnisse anpassen und an eure Wünsche. Vielen Dank dafür schon mal und vielen Dank auch für die vielen Hörer. Wir sind jetzt mittlerweile 1,5 Jahre on air sozusagen und on screen, wer auf YouTube guckt. Wahnsinn, ne? Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mir die Zahlen anschaue, was der Podcast mittlerweile für einen Impact hat. Und auch die Diskussionen auf den Konferenzen immer wieder dazu sprechen mich Menschen an und sagen, klasse, das Thema, das war super und die Frage war klasse, das hat genau gepasst in meinem Kontext. Und genau dafür ist er da. Dafür ist der Podcast da, um euch Inspiration zu geben, um euch Ideen mitzugeben, damit ihr euren Qualitätsalltag in euren Projekten besser machen könnt. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, es dreht sich ja nicht immer nur ums Testing, es geht auch ganz viel um Qualität, ganzheitlich, um Qualität in den Prozessen, um Soft Skills, um KI natürlich und wie uns das unterstützen kann. Also eigentlich ist es ja schon ein bisschen so ein Software Engineering Podcast geworden. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, gar nicht so unnatürlich, weil wenn wir schauen, wo das ganze Thema mittlerweile ist mit Qualität und Testing, das ist ja aus dem Kellerloch rausgekommen. Ne? Wenn ich so an meinen Anbeginn der Software-Testzeit denke, irgendwelchen Testräumen ohne Fenster, ohne Klima, mit den ausgerangierten Rechnern, wo man da so vor sich hingetestet hat. Das ganze Thema Qualität ist halt einfach heute angekommen in der Softwareentwicklung und ich glaube, das spiegelt sich einfach auch in dem Podcast immer wieder, dass wir einfach Qualität auf ganz vielen Ebenen leben und leben müssen. Und das möchte ich heute auch ein bisschen zum Thema machen, so ein Blick zurück in die Vergangenheit, wo ich glaube, was da eigentlich jetzt so passiert ist und eigentlich wie cool die letzten 20 Jahre fürs Thema Software-Testing und Softwarequalität sind und zum anderen auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wo ich denke, was sind eigentlich die Fragestellungen, die jetzt auf uns zukommen? Fangen wir mit der Vergangenheit an. Als ich angefangen habe zum Testen, wie gesagt, war das noch alles ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich noch, ich habe ja nicht mit dem Startschuss-Testen begonnen. Ich habe vorher einige Zeit programmiert und auch im Requirements Engineering gearbeitet. Und dann ging es irgendwann ans Testen und dann war das halt noch, ja, damals noch ganz klassisch. Wir haben gewartet, bis die Softwareentwicklung fertig war, vielleicht schon ein paar Testfälle geschrieben, dann haben wir das getestet und wenn es nicht gepasst hat, wieder zurückgespielt, dann hatten wir wieder ein paar Wochen Ruhe. Und dann kam ja so dieses ganze agile Zeug, was wir heute auch haben. Und ich glaube, das war so ein richtiger Boost für Qualität und fürs Testing, weil es auf einmal nicht mehr ging. Ja, wir haben auf einmal in Iterationen gearbeitet, wir haben auf einmal irgendwie gesprintet, wir haben ständige Regressionstests fahren müssen, was wir früher alle paar Monate gemacht haben, musste auf einmal alle 2 Wochen passieren. Und ich glaube, für uns Tester und Quality-Menschen war das schon eine starke Umstellung und mal auch eine Findung, wie kommen wir eigentlich in diesem Prozess zurande mit unserem Zeug? Wie kriegen wir denn das eigentlich alles hin, dass wir die Sachen überhaupt noch getestet bekommen?
Und ja, da ist ja viel entstanden von Mini-Wasserfällen am Anfang, wo man dann so die letzten 2 Sprinttage noch schnell mal vor sich hingetestet hat. Wenn ein Fehler war, hat man wieder alles verloren. Und ich glaube, das hat alles dazu geführt, dass wir im Bereich Software-Test und vor allem im Bereich Softwarequalität ganz viel Entwicklung durchgemacht haben in den letzten 20 Jahren und sehr viel Schmerz durchgemacht haben. Aber jetzt natürlich auch da sind, dass wir immer mehr sehen, dass in den Teams Qualität auch viel ganzheitlicher gedacht wird. Ne? Es ist nicht mehr nur Testen eine Profession, sondern das ist eine gemeinschaftliche Arbeit an Qualität. Man macht sich gemeinsam Gedanken in einem Refinement, in einem Planning über die Qualitätsthemen, wo könnte man was testen, auf welcher Teststufe macht was Sinn, muss ich nicht alles doppelt testen, von in Unit-Integrationstest bis nach oben in die Akzeptanztests, sondern überlege mir und weiß auch Bescheid, wo welche Tests laufen. Der Fachbereich ist viel näher dran, die Fachleute, die dann auch viel mehr Vertrauen auf einmal in die Qualität und in das bekommen, was da passiert. Das ganze Pipelining hat dazu geführt, dass wir total viel automatisieren von den Prozessen her und von den Produkttests natürlich auch. Also da ist ganz viel in das Thema Qualität und Testing reingegangen und ich glaube, da haben wir uns echt auch raus emanzipiert hinein in die Projekte, dass mittlerweile das Thema einfach auch ja, täglich am Tisch liegt und jeder das mitdenkt, sei es ein Product Owner, ein Business Analysten, UX-Designer, ein Developer, ein Tester, ein Testautomatisierer, ein Quality Engineer, ein Test Engineer, wie ihr der auch immer alle nennen mag. Ich glaube, da haben wir echt viel geschafft. Und es war auch notwendig. Wir sind ja, Agilität ist ja für mich ein bisschen die Antwort auf diese ganze unsichere, komplexe Bubble, die uns da in Projekten und Anforderungen und am Markt vor uns liegt. Und das hat das Thema Testing natürlich auch einfach mitgezogen und da auch das Ganze auch sagen wir, in eine stabile Fahrbahn bekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe 2003 einen Vortrag, der hieß Agilität heißt Qualität. Da war eine heiße Diskussion danach. Das hat ja gar nichts damit zu tun, wir müssen ja nichts mehr dokumentieren und was weiß ich, was da alles für Vorurteile kamen. Aber, und das hat sich immer wieder bewahrheitet, wenn ich nicht auf Qualität achte, fliegt mir nach dem 3. Sprint alles um die Ohren. Und das heißt, es ist zwangsläufig da. Und was man so sagt, ja, dass das so locker flockig alles hier agil rumentwickelt wird, da steckt ganz viel Struktur drin und ganz viel Disziplin. Und damit funktioniert dann im Endeffekt auch Qualität. Und ich finde es heute klasse, wenn sich Teams hinsetzen und sagen, okay, wenn bei uns irgendwie die statische Analyse nicht durchläuft, die Pipeline nicht durchläuft deswegen und rot ist oder sowas, dann steht das Ding, dann geht das nicht weiter und wir schauen uns das Problem an und lösen das gemeinschaftlich. Ne? Das ist, ja, ich muss sagen, also das Testerherz in mir freut sich da immer wieder, dass das einfach jetzt mittlerweile gemeinschaftlich so gedacht wird, das Thema Qualität. Und ja, ist ja auch notwendig. Software ist heute überall und wird immer überalliger. Und das war früher vielleicht noch so eine Spielerei, aber selbst in so, sagen wir mal, so Business-Software heute, das macht doch viel mehr Spaß, wenn das Zeug funktioniert und nicht irgendwie total träge, langsam, unbenutzbar ist und man da irgendwo mies herumklicken muss, dann macht der Job ja keinen Spaß. Das heißt, wir haben den Anspruch an gute Software ja eigentlich überall. Und wir haben ja gerade vor ein paar Monaten gesehen, wenn irgendwas nicht gut getestet ist, und sei es ein Windows-Update, da kann auch viel Unfug passieren. Ne? Also da müssen wir einfach auch ein Auge drauf halten. Jetzt vielleicht in dem Punkt noch anschließend, weil ich es in letzter Zeit immer wieder höre, ja, das mit dem Thema Agilität ist zu Ende. Es ist jetzt vorbei, weil wir kriegen es alle nicht hin und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen falsch verstanden, also in meiner Sicht, weil für mich hat Agilität und agiles Arbeiten ja viel mehr zu tun mit dem Prozess, sich selber einen Prozess zu gestalten. Also ich überlege mir als Team, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Ja, und ich nehme mir meine Best Practices aus Scrum und Kanban und was weiß ich, Design Thinking und Working Out Loud und Retrospektiven und vielleicht auch aus den großen Ungeheuern wie Safe und Less oder so, kann ich mir die Dinge raussuchen, die für meinen Prozess passen und für mich als Team passen und damit weiterarbeiten. Aber die Idee, als Team gewisse Werte zu verfolgen, eine Vision zu verfolgen und daraus einen Prozess zu bauen, der für alle auch Spaß macht, der hilft, der effizient ist, der effektiv ist, der mir auch eine Schritte in die Zukunft bringt und mir eine Verbesserung noch bringt über die Zeit. Ich glaube, das ist Agilität.
Und der Framework, was ich nutze, who cares? Also ob das jetzt vorbei ist oder nicht. Aber wenn ich mir Teams anschaue, die wirklich auch an diesem Prozess immer arbeiten und die diese Selbstverantwortung auch leben, was ja auch ein harter Tobak ist für viele, ne, die jetzt aus klassischen Umgebungen kommen, auf einmal sollen die sich selber einen Prozess gestalten. Ja, das ist alles Veränderung, das ist alles Change, alles nicht so einfach, alles anstrengend, aber muss halt, finde ich, auch einfach sein, sonst kommen wir ja nicht mit den ganzen Herausforderungen irgendwie zurecht. Also ich glaube nicht, dass es vorbei ist, ich glaube, wir verstehen nur langsam wirklich, was es bedeutet und im Prinzip dieses agile Mindset oder diese agile Kultur liegt einfach viel darin, selbstbestimmt als Team zu schauen, okay, was brauchen wir eigentlich und wo gehen wir eigentlich hin mit unseren ganzen Prozessen und mit unserem Produkt. Also, ich muss sagen, eigentlich für den Test gut gelaufen. Ne? Wir haben auch super Tools mittlerweile. Wir haben ganz viel auf Entwicklerseite, die Qualität unterstützen, ganz viele Skripte, Open Source Werkzeuge, Frameworks, Sicherheitsüberprüfungen, die wir automatisiert machen können. Wir haben tolle Automatisierungswerkzeuge, die immer schlauer werden, die immer mehr Arbeit uns auch abnehmen. Wir haben Konzepte, Keyword-driven, Data-driven. Wir haben Objekterkennungen, die immer besser funktionieren. Und natürlich muss man da überall Hirnschmalz reinstecken und auch schauen, was automatisiere ich eigentlich und was macht eigentlich Sinn. Aber es ist halt nicht mehr so, dass das halt immer in einem furchtbaren Wartungsaufwand enden muss. Ganz im Gegenteil, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten heute habe. Ne? Wo ich früher nur vielleicht UI getestet habe mit den Automatisierungstools, sitze ich jetzt mit dem Team zu sagen, warum macht es denn am meisten Sinn? Und meistens macht es nicht Sinn, das Ganze auf UI-Ebene zu testen, sondern irgendwo darunter. Und dann habe ich halt meine Developer oder mir im Team oder sonst irgendwen, der mich dabei unterstützt, wo ich meine Tests auf unteren Ebenen ansiedle und schaue, wo gehören sie eigentlich hin und wo gehören sie eigentlich nicht hin. Und wenn ich halt so einen Wasserkopf oben habe, der dann immer mitläuft, stundenlang, das kann ich natürlich dann auch reduzieren. Also da ist, finde ich, ganz viel passiert und das finde ich echt auch echt klasse, was wir da so, ja, miterleben durften jetzt die letzten Jahre. Und wie gesagt, in meiner Wahrnehmung ganz viel getrieben, einfach auch durch die Agilität in den Projekten und in den Unternehmen. Ja, und jetzt haben wir auf einmal wieder eine ganz neue Welt vor uns. Wenn ich so immer wieder meine letzten Jahre anschaue, die letzten 2 Jahre besonders, da habe ich jetzt immer wieder Anfragen bekommen von Unternehmen, die gesagt, komm, Reggie, kommt zu uns. Wir brauchen jetzt einen Workshop für, wie kann ich KI einsetzen fürs Testen. Der klingt ja erstmal gut. Ne? Budget ist da, ja, die Töpfe sind voll, wir können in KI ganz viel reinschöpfen. Und dann sitze ich da in dem Workshop und wir besprechen so die Dinge durch und denke mir, bei den Problemen, da hilft mir viel, aber nicht KI. Also da hängt manchmal das Thema auch ganz woanders. Ne? Und das ist immer was, wo wir gerade echt aufpassen müssen, dass das nicht so ein Alleweltswerkzeug wird und wir dann nur mehr damit versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen, die wir gar nicht haben. Aber es gibt natürlich schon super Einsatzmöglichkeiten. Ne? Prüfung von Requirements, Ableiten von Testideen in der Richtung Automatisierung. Da kann man schon einige Sachen machen und da ist es sicher eine tolle Unterstützung. Aber da muss man erstmal hinkommen. Ne? Eine gewisse Reife muss einfach da sein, um das Ding auch zu nutzen. Aber, und ich finde, das ist jetzt für die Zukunft total spannend für uns, was ich nämlich merke ist, wir werden oft jetzt zurückgeworfen auf eine Fragestellung, die wir eigentlich schon viel länger haben sollten, aber jetzt wird sie nämlich prägnant. Und zwar, wenn wir uns überlegen, wenn es darum geht, KI zu testen, und wir kommen mit unseren Qualitätskriterien wie Funktionalität, Effizienz und was wird ja nicht so alles, Usability und Security und so. Und das ist alles so deterministisch und klar. Da kommen wir drauf mit diesen Qualitätskriterien, da kommen wir nicht ganz so weit. Und das wirft uns auf die Frage zurück, was ist eigentlich Qualität? Hui. Und wenn man das mal fragt in einem Team, in einem Unternehmen, dann wird es sehr still im Raum. Darüber hat sich nämlich noch keiner so richtig Gedanken gemacht. Da steht vielleicht im Testkonzept irgendwo so ein Absatz drinnen. Da sage ich, ja, das ist alles nichts. Also da haben wir, glaube ich, noch große Hausaufgaben für die Zukunft, nämlich wieder viel mehr drauf zu schauen, was bedeutet Qualität eigentlich für unser Produkt?
Und da sind die Ausprägungen ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich gerade einen totalen Fokus auf dem Thema Usability, auf Benutzbarkeit, auf Security. Das ist ein ganz starkes Thema. Aber was heißt Qualität für uns im Bereich KI? Und wann ist denn eigentlich genug Qualität? Und was ist dieser Level eigentlich? Das ist oft so abstrakt. Und wenn man dann so reinfragt, wir kennen das von früher, ne? Wenn so Performance-Kriterium, das ganze Ding muss schnell sein. Ne? So, dann sind wir als Tester losgelaufen und versucht, irgendwen zu finden, der diese Frage beantworten kann, was heißt denn eigentlich schnell? Ja, dann hat man sich da irgendwelche Zahlen aus der Nase gezogen. Aber da war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der das eigentlich beantworten kann. Und ich glaube, das Problem haben wir jetzt noch viel mehr, weil wir so eine Gemengelage haben, Software als Integration für ganz viel fachliche Sichten, für ganz viele Stakeholder, dass die Frage ist, wer beantwortet eigentlich die Frage, was Qualität ist? Und ich glaube, damit, da werden wir uns jetzt gerade schon beschäftigen können, weil natürlich das ganze Software immer komplexer wird. Das KI-Thema ist ja jetzt auch da. Es wird auch nicht weggehen. Es wird vielleicht anders aussehen, wird vielleicht irgendwann nicht, kommen wir drauf, ja, es ist nicht alles ein LLM auf dieser Welt, sondern es gibt da noch ein bisschen was anderes. Aber das ganze Zeug muss natürlich trotzdem auch irgendwie funktionieren. Oder nicht? Reicht es vielleicht auch, wenn es nur so irgendwie geht und wir wissen gar nicht, wie es ist. Also das sind spannende Fragestellungen, glaube ich, die auf uns zukommen. Und ich bin da total gespannt, weil ich selber noch keine Antwort drauf habe, so für mich auch, wo wir da eigentlich hingehen und was wir mit diesem Qualitätsbegriff eigentlich machen. Das Q-Word, wie manche sagen. Ja, also da würde mich auch interessieren, was ist denn eure Sicht darauf? Wo entwickelt sich denn das Ganze hin? Schreibt mir das doch mal persönlich oder auch in die Kommentare rein, weil ich finde, das ist echt eine spannende Sache, wenn man so drauf schaut. Natürlich können wir uns viel darüber unterhalten, wo uns das im Speziellen auch helfen wird, KI oder sonst was, aber wie wir das ganze Zeug testen und wie wir unseren Qualitätsbegriff in Zukunft formen, da würde mich schon interessieren, wie ihr das so seht und wo wir da so vielleicht landen in Zukunft. Oder auch wie Testorganisationen aussehen. Meandert das immer mehr rein und wir sind dann nur mehr ein Team aus Engineers, Senior Engineers, die KI bedienen oder was auch immer. Was sind eure Gedanken dazu? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und so schauen wir in die Zukunft. Ich habe einen ganzen Sack voll Folgen noch für euch und Themen, die wir in der Zukunft behandeln wollen. Da kommen noch ganz viele spannende Sachen. Es kommen auch noch ein paar englischsprachige Folgen. Das ist auch etwas, was immer wieder nachgefragt wurde. Aber primär bleibt das natürlich ein deutscher Kanal, ein deutschsprachiger Kanal. Und da werden wir schauen, was in der Zukunft noch also an Themen aufdingst. Was ich total spannend finde und vielleicht kennt ihr da noch jemanden, der dazu mal was sagen möchte? Ist das ganze Thema Testdatenmanagement, Testdaten, da könnte man sicher auch noch ein bisschen mehr machen. Da bin ich auch gespannt, was KI uns bringt. We will see. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Podcast, ihr habt Freude daran und ihr feiert heute auch mal ein bisschen diesen World Quality Day. Macht euch einen Orangensaft auf oder was auch immer ihr so gerade trinkt. Man trinkt ja heute keinen Alkohol mehr. Ne? Oder auch nicht. Oder macht ein Säckchen auf oder ein Bierchen, keine Ahnung. Jedem das seine. Feiert das ein bisschen und denkt mal ein bisschen über Qualität nach, wie das bei euch so ist. Und lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Ciao, euer Richie.